Herzlich willkommen zur heutigen Episode der Rubrik 10 Fakten über. In diesem Video schauen wir uns 10 spannende Fakten über die Firma IHC an und ich hoffe, dass einiges für euch neu und interessant sein wird. Legen wir los und starten wir mit Fakt 1. Wusstest du, dass die International Harvester Company 1902 aus dem Zusammenschluss von 5 Firmen entstand? Aus der McCormick Harvesting Machine Company, Deering Harvester Company, Plano Harvester Company, Milwaukee Harvester Company und der Warder, Bushnell und Lesnar Company wurde IHC mit Hauptsitz in Chicago, Illinois, USA. Damit zu Fakt 2. Wusstest du, dass IHC auch Autos baute und verkaufte? Zwischen 1907 und 1911, später in den 1930er Jahren sowie zwischen 1956 und 1980 wurden Personenkraftwagen unter den Markennamen IHC und International gebaut und verkauft. Und es geht weiter mit Fakt 3. Wusstest du, dass sogar ein Werk in Deutschland gebaut wurde? 1909, ein Jahr nach Gründung der deutschen Tochtergesellschaft International Harvester Company mit beschränkter Haftung, wurde das Werk in Neuss im westlichen Nordrhein-Westfalen gebaut. Ab 1911 wurden hier landwirtschaftliche Maschinen hergestellt. Es folgt Fakt 4. Wusstest du, dass erst im Jahr 1937 der erste Traktor in Neuss vom Band lief? Es war der IHC F12G. Bis dahin wurden Erntemaschinen hergestellt und eine Spinnerei betrieben. Auf geht's zu Fakt 5. Wusstest du, dass auch IHC während der NS-Zeit Holzgasschlepper baute? Es wurden, um die knappen Dieselvorräte schonen zu können, die beiden Modelle IHC HG und HS hergestellt. Beide hatten 15 PS, waren mit einer produzierten Gesamtstückzahl von 144 Stück jedoch nicht sonderlich erfolgreich. Und damit zu Fakt 6. Wusstest du, dass IHC bis 1955 auch eine Hausgerätesparte hatte? Ab 1947 wurden auf dem US-Markt unter anderem Kühlschränke und Klimaanlagen verkauft. Die Whirlpool Corporation kaufte IHC die Hausgerätesparte im Jahr 1955 ab. In der Sitcom Friends lässt sich ein Modell aus den 1950er Jahren finden. Es geht weiter mit Fakt 7. Wusstest du, dass IHC unter anderem auch LKW und Planierraupen in Deutschland herstellte? 1962 startete die Produktion von LKW auf dem im Jahr 1958 von der Waggonfabrik Fuchs übernommenen Werksgelände in Heidelberg. Auch die Produktion der Raupen lief hier Anfang der 1960er Jahre an. Es folgt Fakt 8. Wusstest du, dass IHC einen der ersten Axialmähdrescher vorgestellt hat? 1977 stellte International Harvester den ersten Mähdrescher mit axial eingebautem Rotor anstelle eines herkömmlichen Schüttlers vor. Hiermit wurden erstmals die Vorteile wie zum Beispiel geringe Verluste und kompakte Bauweise gezeigt. Auf zum Fakt 9. Wusstest du, dass IHC auch mit Porsche zusammengearbeitet hat? In Zusammenarbeit mit Porsche entwickelte IHC die XL-Kabine, welche erstmals im Jahr 1981 verbaut wurde. Gangschaltung und Bedienelemente wurden rechts des Fahrers angeordnet. Aus der steten Weiterentwicklung dieser Idee sind die heute bekannten Multifunktionsarmlehnen entstanden. Und abschließend Fakt 10. Wusstest du, dass es IHC seit 1985 nicht mehr gibt? 1985 wurde die Landmaschinenproduktion an Tenneco verkauft und IHC aufgelöst. International Harvester wurde mit der Tenneco-Tochter Case zu Case IH vereint und später Teil von Case New Holland. Ich hoffe, es waren spannende Fakten dabei. Falls ja, würde ich mich sehr über Feedback oder ein Like freuen. Wenn ihr euch noch weitere Marken und Hersteller wünscht oder Vorschläge für spannende Videoformate habt, einfach in die Kommentare damit. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Hier in der Endcard findet ihr noch weitere spannende Videos rund um die Landtechnik.